Freedom means not having to do everything we want. And being aware of our freedom means realizing we don't have to act on our desires. We are confronted with situations where we must choose between what we want and what we should do. Being responsible means giving our own answer to this conflict. Inner freedom is the ability to be responsible, to be able to do what we want but not have to. A person who does what they want excessively without considering what they should do is not free. Sin means separating oneself from this quality of being human and negating the claim to guide one's freedom through responsibility. The life of the Spirit of Christ, as described by Paul in Romans, is the experience of a power that fulfills in us what is rightly required of us, freeing us from the compulsion to only do what we want and enabling us to be a gift by doing what should be fulfilled through us. Ich elender Mensch, was ich will, das tue ich nicht, und was ich tue, das will ich nicht. Freiheit bedeutet, wir müssen nicht alles tun, was in uns etwas will. Wir können die Einzelinteressen in uns befragen, aber wir müssen ihnen nicht nachgeben. Wir sind uns unseres Ichs bewusst, da wir wahrnehmen, dass wir etwas wollen, und wir sind uns unserer Freiheit bewusst, da wir wahrnehmen, dass wir nicht tun müssen, was wir wollen. Wir können Freiheit, Furcht, Angst, Liebe, Scham als Zeugen in uns befragen, müssen sie aber nicht zu Tätern machen. Zugleich sind wir uns unserer Welt bewusst, da wir Bedingungen und Situationen wahrnehmen, in denen wir etwas sollen. Es ist die Wahrnehmung des Gebotenen, mit dem die Welt uns konfrontiert. Dass wir uns dem Gebotenen stellen, ist die Erfahrung unserer Verantwortung. Indem also ein Gebot eingreift in unser Wollen, geraten wir im selben Augenblick in eine Situation der Verantwortung. Denn nun wird uns die Frage gestellt, ob wir tun, was wir wollen oder was wir sollen. Wir geben Antwort in diesem Konflikt und eben dies bedeutet, verantwortlich zu sein. Wenn äußere Freiheit in einem banalen Sinne bedeutet, tun zu können, was wir wollen, dann bedeutet innere Freiheit, nicht tun zu müssen, was wir wollen. Sie ist die Voraussetzung, um unsere je eigene Antwort in jenem Konflikt zu geben. Innere Freiheit bedeutet damit die Fähigkeit zur Verantwortung, tun zu können, aber nicht tun zu müssen, was wir wollen. Der Süchtige ist nicht frei, so wird der Mensch durch seine Verantwortung bestimmt. Nicht, dass er einen freien Willen hätte, sondern dass er im Rahmen seiner Freiheit verantwortlich ist das Spezifikum des Menschen. Denn das bedeutet auch umgekehrt, wir sind im Rahmen unserer Verantwortung frei. Ein Mensch, der sich von seiner Verantwortung absondert, indem er in einem Übermaß tut, was er will, aber in einem Untermaß fragt, was er soll, ist nicht frei. Freiheit setzt eben jenes Ja zur Verantwortung voraus, das mir zeigt, dass die Welt in ihren Bedingungen und Situationen zu Recht etwas von mir fordert und fordern darf. Dass diese Forderung mich konfrontieren darf, bedeutet, Mensch zu sein. Ähnlich existenziell wie Freiheit oder Verantwortung ist der Begriff der Talmud. Ihrem Sinn, aber auch ihrem Wortstamm nach, bedeutet Sünde, sich von jener Qualität des Menschseins abzusondern. Als Folge der Sünde negiert der Mensch den Anspruch, seine Freiheit durch Verantwortung zu leiten, zu weiten und zu begrenzen. Damit sondert er sich von der Bestimmung des Menschen ab. Er lebt in Sünde, er hat aufgehört, sich der Konfrontation mit dem Gebotenen auszusetzen. Er nimmt seine Verantwortung nicht wahr, so wie der Mensch seine Freiheit, Furcht, Angst, Liebe, Scham als Zeugen in sich befragen soll. So soll er auch die Sünde als Zeugen aufrufen und befragen. Denn unsere Freiheit besteht darin, Sünde nicht zu tun. Das ist der ganze Sinn der Sünde. Wir werden geprüft und indem wir darin bestehen, entfalten sich uns Flügel der Wahrhaftigkeit und wir gewinnen menschliche Autorität. All dies sind Grundgedanken des Konfliktes Mensch, den der Apostel Paulus bis ins 7. Kapitel des Römerbriefs hinein beschreibt und den er im 8. Kapitel löst. Das Leben aus dem Geist Christi ist der Erfahrung einer Kraft, die uns erfüllen lässt, was uns zu Recht geboten ist. Das bedeutet gelebte Erlösung. Es ist für mich einer der mächtigsten Kernsätze der Bibel. So soll die Gerechtigkeit, die das Gesetz, Hebräisch Tora, Griechisch Nomos, fordert,
in uns erfüllt werden, die wir nicht mehr leben nach dem Ego, wörtlich Sarx, sondern nach dem Geist, Römer 8,4. Das Evangelium ruft uns nicht auf, uns zu verändern, sondern es beruft uns, in einem anderen Modus zu sein. Es wird eine Kraft wirksam, die in uns erfüllt, was die Gerechtigkeit fordert. Der geisterfüllte Mensch muss nicht tun, was er will, sondern er lässt zu, dass sich der Wille Gottes durch ihn erfüllen kann. Das Evangelium ist kein neues Gebot, sondern eine neue Kraft, das Gebotene zu erfüllen. Der Mensch wird vom Zwang befreit, nur tun zu können, was er will, denn er wird bereit, eine Gabe zu sein, tun zu können, was sich durch ihn erfüllen soll.